Das Werk ist tatsächlich besser geworden, als ich es mir vorstellen konnte. Gefällt mir sehr, ich hoffe, es gefällt euch auch. Mein Kunstwerk heißt Eukonip. Das ist quasi Pinocchio umgekehrt, weil es eine Holzfigur ist, aus 2 Teilen zusammengesetzt, die ich umgekehrt habe. Hier seht ihr meine Lösung zum Thema Aliens und Netzwerk zwischen den Welten. Meine Motive heute sind das Gästebuch als erstes und ein außerirdischer Vogel ist am Blomberg gelandet. Die Inspiration finde ich häufig in Büchern. Von den Impulsen von außen. Aus dem Alltag, von Dingen, die ich kenne. Ho trovato un sasso l'altro giorno in questo posto. Und ich mag es gerne, die dann so zu verändern, dass sie nicht auf den ersten Blick erkenntlich sind. Und zwar im Internet ein bisschen, bei den anderen. Runde Formen, runde gedrechselte Formen, ein Zusammenspiel mit... was mich irgendwie über den Tag inspiriert hat und was dann am Ende auch bleibt. Und dann skizziere ich das meistens noch schnell irgendwie in ein Heft, damit ich es nicht vergesse. Ich weiß gar nicht, ob ich das gemeint habe, was ich gesagt habe. 1, 2, 3 nochmal. Kettensäge ist halt wie so ein verlängerter Arm. Und am Anfang hatte man halt einfach auch noch so viel Respekt vor der Kettensäge, dass es schon manchmal schon einfach auch mental anstrengend war. Und sehr praktisch als Instrument. Es macht natürlich auch alles ein bisschen zu einfach, deswegen machen sehr viele was mit der Kettensäge. Und dann kann man eben auch Schlechtes machen, schnell Schlechtes machen, ohne diesen Kampf mit dem Material zu haben, wie man den früher mit Holz hatte. Dieser unglaubliche Körpereinsatz, der ist durch die Kettensäge ein bisschen weggefallen. Aber mittlerweile ist es einfach so, glaube ich, einfach ein Werkzeug, mit dem man einfach viel Masse abnehmen kann und doch auch ziemlich viel Bewegung und Form in das Objekt bekommt. Und Cut. Sorry. Bist du weit? Mhm. Okay. Mein Name ist Oliver Kugel. ich bin die Franka Kraus. Ich heiße Elsa Dombrowski. Mi chiamo Giovanni Lora. Mein Name ist Gottfried Brenner. Also ich bin der Lino Luis. Ich bin die Eva Ehlers. Mein Name ist Ernesto Skumbakis. Ich bin die Feline Pfeifferberg. Mein Name ist Sion Ehlers. Ich bin Karl Friedrich Henneberg. Ich bin die Gine Hammer. Ich bin Bildhauer. Arbeite seit 2009 mit der Motorsäge an Skulpturen. Und ich habe die Uschi unter mir geschnitzt. Momentan lerne ich und lebe ich in Garmisch-Partenkirchen. Alcune cose che riesco a fare. Und ich habe meinen Wurm gemacht. Ich bin Illustratorin, Schmuckgestalterin, Malerin und ein bisschen Bildhauerin. Ich mache gerade eine Ausbildung zur Holzbildhauerin in Garmisch-Partenkirchen. Ich bin Bildhauer. Und das hier ist mein Kunstwerk, was ich jetzt für den Blomberg gemacht habe. Und bin aktuell noch Schüler und habe gerade Ferien. Wunderbar. Oggi ho pensato di fare qualcosa. Non sapevo esattamente cosa, ma mi è venuto di fare una cosa che in qualche modo potesse avere a che fare con questo ambiente di montagna. E quindi la mia ispirazione è partita con un piccolo pezzo di carta, un piccolo disegno e con una piccola forbicina ho tagliato fuori questa forma che secondo me può rappresentare questo, un'aquila. Ich habe meine Inspiration ursprünglich aus Tropfsteinhöhlen gefunden. Aber auch wenn ich einfach längere Zeit alleine bin, in der Natur und meine Ruhe habe,
le varie quinte che si intervallano in questi paesaggi e che ti portano un pensiero. An Inspiration und Ideen mangelt es mir nicht, sondern eher an Zeit und Platz, um die Figuren aufzustellen. Meine Inspiration finde ich überall, in der Gesellschaft, in der Natur, im Wald. I don't know where the inspiration comes from. Sometimes it comes from inside and sometimes it's just there. You see stuff and you think, man, this looks good. Inspiration vergleiche ich oft mit einer Bierflasche. Man kann nur rausholen, was vorher hineingekommen ist. Genau. Wir frischen praktisch die Kunstwerke der alten Maler auf, die vor 11, 12 Jahren diesen schönen Sinneswandel, Kunstwanderweg geschaffen haben. Und es ist eigentlich eine Ehre, wenn man da mit dabei sein darf. Und heute scheint sogar mit die Sonne. Und da ist es so schön im Wald da wieder zu arbeiten und das irgendwie die Gedankengüter von den alten Künstlern ein bisschen wieder auf Vordermann zu bringen. Mit Kettensägen, laut und wild, wird aus Holz ein seltsames Bild. Ein Wurm mit Rillen, glatt und schlau, wie ein Aal, nur aus dem Eichenbau. Doch keiner, der durchs Wasser zieht, nein, einer, der durchs All gebiet. Er schlägt sich durch den Sternenstaub, so wie man's einem Weltall glaubt. Ein Holzwurm wird zum Weltall. Und über Holz habe ich nicht so wirklich eine Meinung. Das hat für mich gar nichts Esoterisches, sondern einfach... Es ist irgendwie sehr flexibel, aber auch sehr so eigen. Also es bricht leicht und man muss richtig darauf achten, wie man das bearbeitet auch einfach. Für mich ist es ein sehr zickiges Material. Aber Holzform ist eben was, wo man sich, wie ich eben gerade zeige, draufsetzen kann, was man mit der Hand fühlen kann, was Warmes hat. Habe ich schon recht lange mit zu tun. Also als Kind haben wir mit meinem Papa immer so Holzmesser schon geschnitzt. Und ich glaube, so unterbewusst hat sich der Werkstoff echt bei mir so ein bisschen eingebrannt. Holz für mich das Einfachste war, das war einfach leichter. Ich konnte große Teile machen, ohne große Kräne. Also wenn man von Holzskulpturen spricht, fragt man sich oft, ob das Gegenwartskunst sein kann und ob das modern sein kann. Hier bei unserem Bergkunstfestival war das Thema Alien, Mittler zwischen Welten vorgegeben als grober Rahmen. Für mich war das eine ganz tolle Sache, weil mein Buch Genussvoller Tod am Tegernsee spielt über weite Strecken hier auf der Wackersberger Alm. Hierbei habe ich versucht, eine Stadt zu bauen, die vielleicht aus der Zukunft ist oder vielleicht aus der Vergangenheit. Deswegen habe ich jetzt quasi die Gliedmaßen weggelassen und mir gedacht, dass es ein Alien ist, der sich quasi rollend fortbewegt. Und dann hat sich das angeboten, diesen Alien mit der Erdkugel zu machen. Vielleicht sieht man es auch ein bisschen, aber das ist einmal komplett aufgetrennt worden und wieder zusammengeleimt worden. Ursprünglich habe ich in ganz viele Richtungen gedacht, als ich mir einen Entwurf überlegt habe. Ich habe hier Holzstücke zusammengebracht, die die Bildhauer beim Symposium vorher auseinandergeschnitten haben. Und mehr zur Unterwasserwelt und habe mich dann so an den Seepferdchen orientiert, beziehungsweise an Plätzenfischen. Habe mir die ein bisschen angeguckt, weil die eine wahnsinnig spannende Struktur haben und auch so alienhafte Gesichter schon. Also das Objekt ist eigentlich vor allen Dingen hier drin, was sich bewegt, aber das ist noch nicht fertig. Tante volte le piccole cose, secondo me, possono essere veramente importanti per diventare qualcosa di grande, anche se rimangono di piccolo formato, dentro nella mente. Questa è una bella cosa, secondo me, che serve per trovare energie buone
weil ich nicht wollte, dass diese ganzen schönen Stücke irgendwo verbrannt werden oder weggeschmissen werden, habe ich daraus ein eigenes Kunstwerk gemacht. Das Projekt hat sehr, sehr viel schon uns gebracht und auch einfach sehr viel gelernt. Auch schon. Ja, total. Und ich habe mich viel mit Arbeit in der Kunst auseinandergesetzt, also viel mit Wiederholungen. Da habe ich jetzt quasi den menschlichen Körper einfach genommen und versucht, ihn so zu verändern, dass er auf den ersten Blick nicht menschlich anmutet. Ja, es war sehr viel Aufwand, aber es hat geklappt. At the end, I think support of the nearest and dearest is one of the most important motivation and inspiration I do. Ja, und in den Bergen ruhig. Manchmal hört man die Kühe. Ist sehr entspannt. Ja, es war eine gute Entscheidung auf jeden Fall. Ja, was?